Das ist das neue Samsung Galaxy S20 Plus 5G. Also mein neues Samsung Galaxy S20 Plus 5G. Denn dieses Smartphone gibt es schon seit etwa einem halben Jahr. Und normalerweise muss ich auch nicht immer den allerneuesten haben. Aber mein altes Handy, das Galaxy S9 Plus von Samsung, ist mir jetzt zum zweiten Mal runtergefallen. Und jetzt funktioniert der Touchscreen nicht mehr einwandfrei. Damit mir das nicht wieder passiert, habe ich mir deshalb jetzt auch endlich mal so eine Schutzhülle für mein neues Handy besorgt. Für mich ist natürlich die Videofunktion ein entscheidender Faktor und da ich immer sehr zufrieden mit der Bildqualität des Galaxy war, habe ich mich jetzt dazu entschlossen, auch dabei zu bleiben. Denn videomäßig fährt das S20 Plus ganz schön auf. 4 Kameras, 8K Auflösung bei 24 Frames, 4K Auflösung bei 60 Frames und Full HD sogar mit 120 Frames pro Sekunde. Kleine Info am Rande, dieses Video ist nicht gesponsert und ich mache hier auch kein Review. Ich will einfach mal ausprobieren, ob dieses Handy hält, was es in Sachen Kamera verspricht. Und dafür werde ich jetzt draußen eine kurze B-Roll-Sequenz aufnehmen und euch, wenn ihr mitkommt, mal zeigen, wie ich das mache und wie ich anschließend alles am Rechner zu einer kurzen cinematischen Sequenz zusammenschneide. Übrigens mache ich auch die allermeisten meiner Fotos für Instagram zum Beispiel tatsächlich mit dem Handy. Und deshalb werde ich natürlich diese Gelegenheit auch gleich mal nutzen, um ein paar Testfotos zu schießen. Die meisten von euch, die sich dieses Video ansehen, werden wahrscheinlich selbst auch ein Smartphone besitzen. Und wenn ihr damit Videos dreht, achtet darauf, dass die Abfolge eurer Aufnahmen für den Zuschauer einen Sinn ergibt. Das ist wichtig. Wenn der Zuschauer nicht folgen kann, dann klickt er sich weg. Ich werde jetzt etwa 6 bis 7 kurze Einstellungen hier aufnehmen, um euch das zu demonstrieren. Als erstes mache ich einen sogenannten Establishing Shot für eine Übersicht der ganzen Szenerie, in der ich die Kamera langsam nach vorne bewege. Das gibt dem Zuschauer einen Überblick darüber, wo er sich gerade befindet und gleichzeitig das Gefühl, in die Szene einzutauchen. Dann mache ich ein paar Nahaufnahmen, um ein paar Details zu zeigen und schließlich noch 2, 3 Einstellungen von mir selbst, quasi als Mittelsperson zwischen dem Bildschirm zu Hause und dem, was ich hier sehe. Um die Sequenz abzuschließen, zeige ich am Ende wieder eine Übersicht, in der die Kamera diesmal leicht aus der Szenerie herauszoomt oder in der ich aus dem Bild gehe. Das funktioniert beides. Das war's schon. Das Ganze hat jetzt ungefähr eine halbe Stunde gedauert und jetzt gehen wir an den Rechner und schneiden alles zusammen. Los geht's! Ich habe die Dateien schon mal in Premiere Pro gezogen. Wenn ihr mit einer anderen Software arbeitet, dann funktioniert das wahrscheinlich genauso. Und die nächsten Schritte sind jetzt auch ziemlich simpel. Ich suche mir nämlich von jedem Clip erstmal grob den Bereich raus, der mir am besten gefällt und markiere meinen Anfang mit I für In und das Ende mit O für Out. Das mache ich mit allen Clips, die ich in unserer kurzen Sequenz verwenden möchte. Wenn ich damit fertig bin, markiere ich die Dateien, ziehe sie in meine Timeline und bringe sie gegebenenfalls in die richtige Reihenfolge. Und jetzt gehe ich die Clips nochmal durch, ändere je nach Clip die Abspielgeschwindigkeit und stabilisiere die Clips, die stabilisiert werden müssen. Und jetzt kommt im Grunde der aufwendigste Teil, denn jetzt lasse ich die Clips in einer Schleife immer und immer wieder abspielen und höre mir dazu verschiedene Musik an, bis ich einen passenden Song gefunden habe. Meine Songs finde ich bei Epidemic Sound. Da kann ich für 13 € im Monat nach Belieben auf das komplette Repertoire zugreifen. Das sind über 30.000 Titel und noch mehr Soundeffekte. Wenn ihr also Musik und Sounds in meinen Videos hört, dann stammen die höchstwahrscheinlich von Epidemic Sound. Und wenn ihr selbst regelmäßig Videos erstellt, dann kann ich euch so ein Abo auch nur empfehlen. Nicht zuletzt, um Stress mit Urheberrechten und sowas aus dem Weg zu gehen. Ich glaube, die haben bei Epidemic Sound auch so ein Probe-Abo. Checkt das mal. Den Link findet ihr in der Videobeschreibung.
Wenn ich meinen Track gefunden habe, dann lade ich ihn runter und schneide meine Clips auf den Beats der Musik. Und für den cinematischen Look füge ich noch eine Einstellungsebene über den Clips ein. Ziehe sie auf die komplette Länge, suche den Effekt Zuschneiden, ziehe ihn auf die Einstellungsebene und gebe oben und unten einen Beschnitt von jeweils 12% ein. Das simuliert diesen Breitbildeffekt, den wir alle aus dem Kino kennen. Aber da werden in der Regel spezielle und mega teure anamorphische Objektive benutzt, um diesen Effekt zu erzielen. Und jetzt haben wir unsere mega coole B-Roll-Sequenz, die wir komplett mit unserem Smartphone aufgenommen haben. Cool, oder? Und so sieht sie aus. Ziemlich cool. Und komplett mit dem Smartphone aufgenommen. Wie geil ist das bitte? Die Slow-Motion-Funktion von diesem Handy hat mich allerdings noch nicht so wirklich überzeugt. Richtig flüssig ist das nicht. Das kann aber auch damit zusammenhängen, dass Premiere Pro mit der variablen Framerate nicht klarkommt, in der die Videos auf diesem und auch auf den meisten anderen Handys gespeichert werden. Muss ich nochmal austesten. Und auch die Stabilisierung, die softwareseitige Stabilisierung ist so lala. Man sieht sehr deutlich diesen Wobble-Effekt. Aber, liebe Leute, nehmt euer Smartphone, drückt den Aufnahmebutton und dreht ein paar richtig coole Videos. Ich meine, diese Kamera habt ihr doch sowieso immer dabei, oder nicht? Vielen Dank fürs Einschalten, gebt mir euren Daumen nach oben, wenn euch dieses Video gefallen hat. Wenn ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, dann klickt auf den Abonnieren-Button und auf die Glocke. Und wir sehen uns in meinem nächsten Video. Ich zeige euch jetzt noch ein paar von den Fotos, die ich gemacht habe, denn fotomäßig ist dieses Handy ganz weit vorne. Ja, ganz weit. Bis dahin.